Ich war mal wieder ein bisschen übersteuert. Da muss ich erstmal mal wieder. Ich habe den Pegel wieder ein kleines bisschen runtergedreht. Mal gucken, wie der jetzt ist. Weil ich muss halt eben währenddessen kämpfen und im Vergleich dann. Ne, weil einfach so finde ich ist es noch in Ordnung, aber im Kampf halt eben bin ich dann entweder zu übersteuert oder zu leise. Das ist das große Problem. Und nein, ich kann den Ton von dem Spiel nicht leiser stellen. Weil das Spiel hat nur, glaube ich, die Option, dass du den allgemeinen Sound leiser stellen kannst. Oder? Aber Musiklautstärke ist in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was Soundeffekte. Komm, ich stelle die Soundeffekte mal leiser. Bei Sprache. Ich habe vergessen, dass man in die Mitte drücken muss. So, also in der Höhle waren wir jetzt. Weil die Soundeffekte, die sind, glaube ich, das, was im Kampf passiert. Aber die reden ja auch im Kampf. Das ist halt so das Problem. Und dieses Gerede ist halt zu laut. Nicht der Kampf an sich, also der ist auch ein bisschen zu laut. Aber das Gerede hauptsächlich, das ist auch extrem laut. Und deswegen bin ich im Kampf zumindest immer zu leise und man hört nichts. Opalmasse. Achso, haben wir schon. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Ja. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es da weitergeht. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich glaube, da wo die Leitern sind, da geht's nicht weiter. Aber wir gehen trotzdem nochmal da zurück. Zu den Leitern. Wir wollen ja alles erkunden. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. Make it rain. If it's in the sky, Oh, das habe ich leider jetzt gerade ein bisschen verpasst. just have to make sure we keep it. Don't worry, cause law's on. This one's mine. Eat this. Take this. The finish. Soaring right spear. Do it. Jawohl. That's what I like to hear. Ja. Das war eine gute Landung. Okay, hier ist nichts. Oder ist hier doch Still was? thinking about how to act around Dohalim? That obvious, huh? Except I don't think I'll be changing much after all. Don't get me wrong, I'm not going to stay his servant. However, I am going to treat him like a fellow comrade, the same way I would with you or anyone else. For as long as I can remember, I've spent my life protecting others. But isn't that what friends do too? Support and protect one another in times of need? Which in the end pretty much means doing as you've always done, right? If that's what you're most comfortable with, I'm certainly not going to give you any grief over it. Actually, I've been thinking about how I ought to act around you all as well. Oh? When I set out on this journey, it was to rid Eldaman and Sia of its enemies, and search for wisdom in the outside world.
Wisdom that I could potentially put to use on my return. I'm grateful to you all for letting me tag along. But it got me thinking, what am I actually contributing by being here? What are you talking about? You know how to hold a weapon, don't you? That's help enough. Is it though? Sometimes I wish there was more I could be doing to pull my... Oops, sorry about that. Jeez, I'm famished. Now that you mention it, what do you guys normally do for food and meals when you're out and about on your travels? What do you mean, what do we do? We find stuff to eat and eat it. So long as it's meat, I'm not fussy. Eating what you like can be good for morale in the short term, but you need to think about your diet if you want to stay healthy. Does that mean eating vegetables too? Isn't that obvious? It does, which I guess hasn't been happening up till now. Yeah, to be honest, we could be eating better than we do. Understood. In that case, I'll just have to make sure you're all staying healthy and eating right myself. Fortunately, I happen to know a thing or two about cooking as well. You hear that, Law? Sounds like you'll be eating your greens after all. What is it? No, sorry, it's just... I was just wondering if you had any thoughts on all this. It will do her good to have a project. No, not Kisara. I meant you. Was there anything you wanted to add? Me? Certainly you're not looking to me for culinary skill, I hope. Typical Renan, leaving everything to someone else. Rinwell, I don't think... That said, should you need my skills on the battlefield, please rest assured I have no intention of shirking my responsibilities, regardless of who we may face. I'm sure no one doubts that. Listen, guys, if we're traveling together, we should probably at least try to make an effort to get to know one another, don't you think? I wouldn't get your expectations too high in that regard. Believe it or not, sometimes I'm not sure I even know myself all that well. Aha. Eine Lektion in Manieren. Something wrong? You look like you're deep in thought. Not exactly. I was merely thinking about you two and your sense of etiquette. Oh? Etiquette? Indeed. To be quite frank, I find your lack of manners to be nigh intolerable. That's not being frank, that's being and forget it. Do we really need to talk about this now? Yes. I find such impropriety on your parts to be deeply unsettling. It concerns me greatly. What do you want us to do? We were slaves. We never got to learn how to be proper like you. Yeah, what he said. Maybe you missed how we were just focused on surviving. Perhaps, but Kisara here demonstrates that it's quite possible for a Denon to learn proper manners. That's because I was given the opportunity to learn. Moreover, my duties as a guardsman required it. Not every realm is like Menancia, as you well know. Yeah, I don't think it's fair to hold us to some other city standards. Exactly. You've got to remember what it's been like for us living under the Rena elsewhere. I will concede that you do indeed make a valid point. It would appear, for all my espousing the virtues of equality between our peoples, I was still looking down on the two of you. You don't need to beat yourself up. I wasn't that offended by what you said, man. Nevertheless, I shall mind my words from here on out. Having said that, I do believe you two would still benefit from learning the basics of proper society. I would be more than happy to teach you both when we camp out, if you like. Yeah, no, I'll pass. Acting all prim and proper isn't really my style. If you say so. How about you, Law? Would you like to learn? Although I suppose my first task is to reform your attitude toward the idea of good etiquette. You're not gonna let this go, are you? Ja, sich an das, ja, die Manieren sind schon unterschiedlich, ne? Vor allem, wenn dann die reich Erzogenen auf die Armen treffen und so. Hey, let's stop for a minute. Was ist los What's up? mit ihr? Tired? My armor's pretty heavy. I think I need a little rest. I second that. All of this walking is starting to take its toll on me as well. What? You don't look it. We can't spare the time. There's places we need to be. Mahag Sar's capital, Niez, is our destination right now. But if one of us collapses,
it will only serve to slow us down. And in your case, Alphen is the only one who could carry you. Best to rest while you have the opportunity. Enough already. I need a break, so we're taking one. I don't need you fretting over me. Fretting? Hey, it's not like I'm... Been looking for you. For me, why? He's tough. Who are you? You said you were looking for me. Why? Beautiful, precious life. What the... That is all I desire. Then why are we fighting? Mysteriöser Schwertkämpfer. Aha. Steht da irgendwas über ihn? Nö. Auf jeden Fall ist er echt ziemlich schnell. Who the hell are you? Bastard! This guy's not normal. Ist so, ey. Und vor allem ist das der Typ, der die Wölfe gekillt hat. Bevor wir nach Dings gekommen sind, sag schon. Der Typ, der mich an Sephiroth erinnert hat. Das ist der. Halt schneller, Shion! And just like that, I'm back in it. Start by holding the front line. No sooner said than done. Junge, Mann, der Typ ist viel zu schnell. Take this. Healing circle. Oh, too shy. Here, let me help. Think again. Water. Here I go. I'll bring you back to once a bit. Aha. I was overconfident. Alter Junge, der Typ ist viel zu schnell. This one's mine. Eat dirt! Show me your strength. It's weakened. Okay. Vor allem der kennt Alphen. Woher kennt er Alphen? Junge, der Typ ist extrem krass. Er ist einfach nur krank. What the fuck? Alter, what the fuck? Is that all that you've got? Very well. Then die. A wretch like you?
next time. What the fuck? Shion, Was? please! Alphen, Shion, thanks, but you're kind of crushing me. sorry. It's okay. And so am I. Ja gut, sie kann sich ja selbst schnell heilen. It's not as bad as it looks. Not bad. That's... Shion, we thought I'm you were... fine. Really. What the hell were you thinking? Well, you were trying to protect me too, you know. Yeah, but I have the sword. It's different. It's not different. Besides, Hmm? Never mind. It's nothing. Anyway, thank you. But I didn't... Look, I'm just glad that you're... Alphen? Sorry. That guy said he'd be back. I think maybe we should get moving before he returns, right? Rinwell has a good point. We need to go. Shion, are you sure you're okay? Shion, are you sure you're okay? Yeah, I already applied some healing arts to it. It didn't even leave a scar. But his sword went nearly straight through you. I'm all right. Unless I've turned into some kind of ghost and I'm haunting you all right now. No, I know you're not. It's just... Look, I appreciate you looking out for me, but I'm fine, really. There was also that strange light that appeared when Shion was stabbed. It seemed to make the enemy retreat when he saw it. Alphen, do you have any idea what it might have been? A light? I don't know. I was kind of preoccupied with other things at the time. Now that I think of it, between that light and the blazing sword, just what sort of person are you, Alphen? Can you use Danon astral arts like Rinwell, perhaps? He wouldn't know, Dohalim. He doesn't have any memories from his past, remember? Besides, we should really be getting out of here. I suppose you're right. Forgive me. We've almost reached Nias, the capital of Mahag Sar. With any luck, we'll find a place there for Shion to rest. Hey. Okay. Boah, Alter. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, der Shion stirbt. Und dann sieht er einfach weg ist. Okay, aber sie konnten sich noch rein, aber what the fuck, okay. Wer zur Hölle war dieser Typ? Ich meine, es war Sephiroth, ja, aber okay. Es war auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig alles gerade, weil Alphen, warte, wir gucken uns erstmal das an. How are you holding up after that last fight? You're not too hurt, are you? I'm fine, really. See for yourself. If things get too tough out there, go ahead and fall back. I can take a beating if I need to. I'm not here just to stand around and have everyone protect me. I get that, but there's nothing wrong with admitting you have weaknesses too. Do I look like I'm just trying to put on a brave face to you? I can't feel pain, but you still can, can't you? Look, I appreciate you're trying to look out for me, but even you go down in fights from time to time. Please, stop trying to babysit me. It's getting old. It's not that. I just... Okay.
Ähm, ich komme gerade echt nicht klar auf diese ganze Szene gerade, weil bevor der Typ aufgetaucht ist, hatte hatte Shion eine Vision. Und in dieser Vision hat man sie gesehen zusammen, oder zumindest nicht sie, aber man hat auf jeden Fall eine weibliche Person gesehen zusammen mit Arfen, die Arfen die Maske aufgesetzt hat. So, hä? Aber wer zur Hölle war denn das? Ich meine, es ist ja immer noch ein Rätsel, wer Arfen diese Maske aufgesetzt hat und warum überhaupt. Und woher Arfen eigentlich stammt. Aber ich glaube jetzt wirklich ist langsam glaube ich wirklich, dass Arfen und Shion halt eine Verbindung miteinander haben. Was für eine Verbindung ist halt eben immer noch die große Frage, aber die haben auf jeden Fall eine Verbindung. Erstmal das Flammenschwert, was nur er anfassen kann. Warum, wird auch nicht erklärt. Bis jetzt. Also, alles. Ich sag mal so, das Spiel weiß auf jeden Fall, wie man eine interessante Story halt aufbaut. Das finde ich halt sehr schön. Gut, geben wir mal Heilung. Das finde ich halt extrem geil an diesem Spiel. Also ganz ehrlich, was Story angeht, ist das Spiel extrem gut. Ich kam auf der Suche nach Nahrung und Waffen her, aber es gibt nichts als Suche. Nicht, dass ich mich in eurem Beisein darum sorgen müsste. Unwetterstein. Brauche ich das nicht für irgendwas? Keine Ahnung. Wir sammeln einfach Sachen ein und mal gucken, ob ich sie dann irgendwann gebrauchen kann. Ja, jedenfalls. Die haben beide eine Vision bekommen. Sowohl Arfen als auch Shion. Und aus irgendeinem Grund weiß dieser Schwertkämpfer, wer Arfen ist. Okay, gut, ich sag mal so. Arfen ist ja berühmt geworden, weil er halt Bowser besiegt hat, aber trotzdem frage ich mich, wieso dieser Schwertkämpfer, zumindest denke ich mal, dass dieser Schwerttypi mehr weiß, wer Arfen ist. Nicht einfach nur der Typ, der zum Beispiel Bowser von die anderen Lords killen wollte, sondern er weiß höchstwahrscheinlich viel, viel mehr, wer Arfen ist. So, wir gehen aber erstmal zum Bergkamm, weil auf der anderen Seite geht's weiter, aber der Bergkamm, der ist irgendwie eine andere, da geht's irgendwie anders weiter oder so. Okay, und ganz ehrlich, diese ganze Szene war extrem cool und wirklich sehr interessant. Das fand ich jetzt wirklich extrem. Ich war auf jeden Fall sehr geflasht. Weil halt eben das Spiel immer noch ein riesengroßes Geheimnis darum macht, wer zur Hölle Arfen ist und vor allem immer noch ein riesengroßes Geheimnis darum macht, warum er keinen Schmerzen spürt und warum er der Einzige ist, der dieses Schwert anfassen kann. Und natürlich nicht zu vergessen, immer noch das riesengroße Geheimnis, warum Shion mit diesem Fluch nach ihrer Geburt belegt wurde. Wieso hat Shion diesen Scheiß, nicht nach ihrer Geburt, aber zumindest als Kind hatte sie ja diesen Fluch schon. Es wird nicht genau gesagt, ab wann sie diesen Fluch hat mit den Dornen, aber es wird auf jeden Fall gesagt, dass sie diesen Fluch irgendwann als Kind bekommen hat. Okay, und was zur Hölle ist das? So, das ist ja der Planet der Renans. Und der Mond? Soll das der Mond sein? Ich weiß nicht, ich glaube der große ist. Der, What's that big tower over there? Der Renan-Planet. Ich glaube der Turm... Kann man da hoch? Oder ist das einfach nur ein Turm, wo man durchgehen kann? Gut, hier jedenfalls geht es nicht weiter. Ich glaube, wir müssen da hoch. Also die andere Straße, da geht's, so wie die gesagt haben, storymäßig weiter. So, das ist jetzt wieder... Ja, machen wir aber noch nicht. Wir gucken mal erstmal, ob wir irgendwas schmieden können. Ich glaube nicht, ne? Mhm. Also ich glaube, dieses windgepeitschte Mähne, das kriegen wir höchstwahrscheinlich durch den Bossgegner. Und harte sphärische Hülle eventuell auch.
Also diese ganzen Drachen- und Echsen-Sachen hier zum Beispiel auch, kriegen wir definitiv durch irgendwelche Gegner. Aber der Astralkristall, den kriegen wir auf jeden Fall nicht von irgendeinem Gegner, sondern höchstwahrscheinlich in der Kiste oder so. Okay, hier können wir auch nichts Neues schmieden. Hast du irgendwas Neues? Oh ja, tatsächlich, Unwettersteine. Du hast was Neues. Einen neuen Stab. Und du auch. Durch die Unwettersteine. Nice. Perfekt. Gut, dann konnten wir zumindest ein paar Waffen hier schmieden. Warte mal gucken, vielleicht hat er auch noch ein paar Waffen zu verkaufen oder so, oder ein paar Ausrüstungsgegenstände hier zu verkaufen. Mhm, hat er sogar. So, einmal was für Law und für Kisara. Ah, das ist irgendwie, ja komm, machen wir. Shion hat zwar -2 Magie, glaube ich, soll das sein, aber egal. Oder Schild, was auch immer. Und nochmal ein neuer Ausrüstungsgegenstand, oder zumindest eine neue Rüstung für Aufen. Und damit haben wir alle. I always love the sound of hammers banging away. Okay, gut, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Ne? Okay, ich dachte, vielleicht können wir darüber springen, aber das geht nicht. Oder hier irgendwo? Nee. Okay, unsere Level sind eigentlich ganz in Ordnung. Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Hier geht's lang, das sieht man gar nicht. Wenn man nicht auf die Karte guckt. Was ist hier drin? Irgendein Gelee-Zeug, ne? Ja. Kann ich nicht aufnehmen. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das für diesen Part und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part. Ich glaube schon mal rüber. Also bis gleich. Alle, jetzt bis gleich.